Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und in dem heutigen Video zeige ich dir, wie du ganz einfach Gräser malen kannst. Hier male ich schon mal eine kleine Landschaft und dann geht es gleich los. Hier beginne ich jetzt die Farbe zu mischen, und zwar nehme ich einen Schlepperpinsel der Größe 0 und ich beginne mit Gelb und die Farbe ist relativ flüssig und so lässt sie sich von dem Schlepperpinsel gut mitnehmen. Hier siehst du, dass ich abwechselnd von oben nach unten und von unten nach oben male, und ich bringe noch eine zarte Biegung mit ein und das macht das ein bisschen natürlicher. Also kurze Halme, dicke Halme, dünne Halme, gebogene Halme, so wie es auf einem Rasen ist. Auf einer großen Wiese, wo die Mäuschen unten rumlaufen. Wenn du merkst, dass es nicht so wirklich klappt und dass die Striche einfach zu dick werden, nimmst du am besten noch ein bisschen Wasser dazu, dass die Farbe sich noch ein bisschen besser verteilen lässt. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn ein Halm ein bisschen dicker geworden ist. Du malst ja noch in verschiedenen Schichten wieder darüber und dann sieht man es auch gar nicht mehr. Und es gibt natürlich dünne Halme, dicke Halme, und der eine liegt im Licht und der andere liegt im Schatten. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn du verschiedene Farbtöne hast, von dunkel ins helle und andersherum. Und das habe ich früher auch immer falsch gemacht. Ich habe immer gedacht, ja, aber ich habe doch die Farbe gemischt, das ist doch ein bisschen heller. Aber da kannst du ruhig mutig sein. Sei mutig und probier dich da aus. Wenn du den Pinsel ansetzt an deinem Malgrund, das ist egal, ob es eine Leinwand ist oder ob du auf Holz malst, du setzt den Pinsel unten an, gehst in einem Bogen hoch, und umso höher du gehst, umso weniger Druck ist auf dem Pinsel. Also der schwebt sozusagen von unten nach oben weg von der Leinwand, sodass nach oben hin ein ganz zarter, ein dünner Halm entsteht. Und andersrum gilt das natürlich genauso. Wenn du oben ansetzt, wirst du nach unten hin immer leichter und berührst kaum noch die Leinwand oder den Malgrund. Mach dir was Warmes zu trinken und mach dir schöne Musik an. Leg dir alles zurecht, setz dich hin oder stell dich vor deine Staffelei und genieße einfach, was du tust. Und wenn du den 10.000. Halm gemalt hast, wirst du sehen, das ist eigentlich ganz einfach.
Hier mische ich wieder einen anderen Ton. Jetzt wird es ein bisschen dunkler. Und du siehst, wie flüssig die Farbe jetzt da ist. Und ich setze den Pinsel an und gehe nach oben hin, weg von der Leinwand. Oder nach unten hin. Und das Wichtigste ist, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gefällt. Und wenn es nicht so aussieht wie bei mir, ist das vollkommen in Ordnung. Denn du bist ja der Schöpfer deines Werkes. Und es ist doch spannend, was da eventuell sich zeigen möchte. Haha. Ach ja, und den Pinsel drehe ich immer. Das wusste ich vorher auch nicht, das weiß ich auch erst, seitdem ich die Videos hier produziere. Ich drehe den Pinsel immer in der Farbe und dann bekommt er eine spitze Spitze. So, und dann denke ich, habe ich genug Halme gemalt und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Solltest du noch Fragen haben, stell sie in die Kommentare. Ich würde mich sehr über deinen Daumen hoch freuen, über dein Abo und wenn du Kanalmitglied wirst. Herzlichen Dank, dass du da warst. Alles Liebe für dich, deine Anke.